Der Helixnebel, auch bekannt unter der Bezeichnung NGC 7293, steht im Sternbild Aquarius, Wassermann. Er hat ein markantes Aussehen und manche nennen ihn gar das Auge Gottes. Wegen seiner relativen Nähe zur Erde gilt er als ein dankbares Beobachtungsobjekt. Zugleich steht er für ein Sternenschicksal am Ende seiner Laufbahn. Der Nebel wurde 1823 von dem deutschen Astronom Carl Ludwig Harding entdeckt. Das Objekt galt ihm und seinen Zeitgenossen als rätselhaft. Die damalige Astronomie konnte es weder den Galaxien, Fixsternen, Planeten oder Kometen zuordnen, geschweige denn seine Physik erklären. Hilfsweise nannte man das Gebilde, wie alles, was damals neblig unscharf am Nachthimmel stand, planetarischer Nebel. Die wahre Natur dieser Gebilde begann sich in groben Zügen erst im 20. Jahrhundert durchzusetzen. Der Bau immer leistungsstärkerer Teleskope und die Anwendung der Spektroskopie machten es möglich, ihre elementare und chemische Zusammensetzung zu bestimmen. Mehr noch, man begann den Fusionsprozess im Innern der Sterne zu verstehen und konnte die neuen Erkenntnisse mit dem planetarischen Nebel in Verbindung bringen. Sterne befinden sich normalerweise in einem stabilen Gleichgewichtszustand zwischen den freigesetzten Kernenergien, deren Druck nach außen gerichtet ist, und der Gravitation, die entgegengesetzt wirkt. Doch was geschieht, wenn der Brennstoff zur Neige geht? Dann endet die Balance und der Stern gerät außer Kontrolle. Der innere Teil implodiert, die äußere Hülle explodiert. Sterbende Sterne in der Größenordnung unserer Sonne scheiden nicht langsam dahin wie verbrennendes Holz im Kamin. Im Gegenteil, wenn solche Sterne vergehen, werden Urgewalten freigesetzt. Ein Feuerwerk aus Licht, Farben und hochenergetischer Strahlung zündet, begleitet von Implosionen und Explosionen, Zerstörung und Neubeginn. Eine sich immer weiter ausdehnende Farbkulisse entsteht, die zehntausende Jahre leuchtet und sich irgendwann über Lichtjahre erstreckt. Mit einer gigantischen Ausdehnung von 2,5 Lichtjahren zählt der Helixnebel zu den größten und hellsten Nebel seiner Art. Allein die leuchtenden Köpfe dieser sogenannten Kometenknoten haben mindestens die doppelte Größe unseres Sonnensystems. Jeder Schweif entspricht in etwa der 1000-fachen Entfernung zwischen der Erde und Sonne. Im Helixnebel gibt es Tausende dieser geschweiften Figuren, und die Astronomen haben außer Vermutungen keine Antwort auf die Frage, worum es sich dabei handelt. Der weiße Zwerg im Zentrum des Nebels bleibt noch für lange Zeit bestehen. Die Rede ist von einigen Milliarden Jahren. Er hat in etwa die Größe eines Planeten mit der Masse einer Sonne. Somit besteht er aus extrem verdichteter Materie und gibt nach dem Abklingen der Kernfusion nur noch die gespeicherte Restwärme über eine sehr kleine Oberfläche ab. Das erklärt auch, warum dieser Winzling sein endgültiges Verlöschen so lange hinauszögern kann. Der Helixnebel im Sternbild Wassermann kann mit einem handelsüblichen Teleskop bei guten Sichtverhältnissen durchaus beobachtet werden. Auf der Nordhalbkugel lässt er sich noch am ehesten in den späten Sommer- und Herbstmonaten knapp über dem Horizont finden.